Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Fire Emblem Three Houses. Im letzten Part haben wir schon einige Gespräche gehört und heute machen wir den Rest. Doch heute bin ich nicht alleine. Hallo Leute und von mir auch ein herzlich willkommen. Ich bin wieder zu Gast. Mikâil Strife hat mich angeschrieben und meinte, ey Bruder, hast du Bock wieder ein bisschen mit mir zu chillen? Und ich so, ja, natürlich. Ich habe nur darauf gewartet, bis du mich fragst. Und ich bin froh, dass er Zeit hat, Leute. So, ich habe jetzt auf Klostererkundung gedrückt, aber das machen wir nicht in diesem Part, sondern im nächsten. Wir sind jetzt nur hier, damit ich die Gespräche abhören kann, weil ich kann sie so durch das Menü nicht wählen. Ich muss diese Charaktere besuchen gehen auf dem Kloster und das machen wir jetzt auch. Aber ich kann ja trotzdem mal gucken hier. Oh, neue Waffen, Items und Truppen erhältlich. Sehr interessant. Tschüss! Das sind sehr viele Quests, Alter. Okay, gut, machen wir aber jetzt nicht. Wie gesagt, das machen wir alles im nächsten Part. Dann gehen wir mal auf der Map entlang. Und... Da sehen wir schon. Stimmt. Hey, stimmt. Ist auf jeden Fall anders, Leute. Und ich muss sagen, ich mag diese Klostermusik, die gerade läuft. Die ist neu. Und ich finde die mega episch. Generell finde ich es episch, wie die einfach Garrick Mark jetzt wieder aufgebaut haben nach dem Krieg. Guck dir mal den Himmel an. Schön gelb. Ja. Okay. Wie gesagt, heute nur Gespräche. Wo ist denn das erste? Gehen wir mal dahin. Das ist jetzt ein bisschen episch. Also ich weiß ja, mit wem ich ein Gespräch habe, aber jetzt habe ich ja keine Ahnung, wer als erstes kommt. Was glaubst du? Oh, ich sag mal... Warte mal, wen gibt's da alles? Es gibt Claude, Raphael, dann gibt's Annette und Shamir. Okay, ich sag Raphael. Raphael chillt meistens immer bei den Küchen. Ich sag einfach mal... ich weiß nicht. Ich glaube, Annette ist hier. Was sagst du? Ah, Raphael. Verdammt nochmal! Okay, ich denke mal, wir werden das Gespräch, also weil jetzt Sinister auch dabei ist, Leute, und er das Spiel etwas verzögert sieht, ist es immer schwer, etwas zum Gespräch zu sagen. Deswegen würde ich sagen, wir hören uns das Gespräch komplett an und sagen dann was dazu. Sehe ich genauso. Hey, Professor. I think you've been working too much lately. The battle's gonna keep going with or without you, but you're the one doing the most out there. It's real impressive how you can focus on giving orders and fighting. I don't think I could do both in the same battle. I see you running all over the place, even after the battle's over. I just don't want you to wear yourself out. Mir geht es gut, vielleicht bin ich müde. Voll der nette Dude. Ja, Raphael ist schon echt ein toller Mensch. Aber ich finde, seine Aussage ist auch richtig, weil wir sind irgendwie, jetzt heftig gesagt, übertrieben gesagt, wir sind der Michael Jordan in unserem Team, ne? Also, wir sind ja der General, so gesehen, sage ich jetzt mal, der das Schlachtfeld hier anführt und so weiter. Klar, wir haben ja auch andere Leute mit hohem Potenzial, die das übernehmen können, aber seien wir mal ehrlich, wir haben hier das meiste Potenzial und dort die meiste Macht, um die Leute hier anzuführen. Und weil ich finde, dass er recht hat, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht bin ich wirklich müde. You gotta take a break when you can. Even when you're feeling fine, it could suddenly hit you. No offense, Professor, but don't you think some folks might be taking advantage of you? Claude keeps asking you to do things, but you never say no. Like when you gave that speech to the troops. That didn't seem like something you wanted to do. I know you gotta follow orders on the battlefield, but you shouldn't have to do things off the battlefield if you don't wanna. Auch du hast Dinge getan, die du nicht wolltest. What do you mean? Like studying? Sure, it's not my favorite thing in the world, but that was to keep my little sis fed. I had good reason for it. Mir geht's genauso. The same, huh? I think I get what you mean. You do things you don't want to do for the sake of everyone else. That's real noble of you, Professor. I guess I can't get in your way if you're doing it for the right reasons. Okay then. I'm gonna keep trying to do my best. But now, I'm gonna do it for you. My little sis is important to me. But you're real important too. I always work hard for the people who matter to me. And having more of them in my life just means I gotta work even harder. What do you think?
Du bist mir auch sehr wichtig, Raphael. Alter, das Gespräch gefällt mir. Ich finde ihn auch vom Charakter her richtig süß. Really? I wasn't expecting you to say that. You're gonna make me blush. We gotta keep working hard together then. At least until this war's over. I'll work to make sure you don't collapse from exhaustion. You got nothing to worry about, Professor. I've been training non-stop. I got your back, no matter what. Das könnten wir beide sein, ist dir das aufgefallen? Mikâil und Raphael. Ja, die Pflanzen wollten auch ein bisschen Screentime haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war jetzt eines meiner Lieblingsgespräche ever. Das Gespräch war echt schön. Fand ich auch, Raphael. Ich finde, Raphael ist vom Charakter her richtig, richtig nett und süß, ne? Ja, und ist so. Er ist halt ein Vielfraß, aber ein netter Vielfraß. Ein netter Riese. So, das nächste Gespräch ist hier. Oder hast du noch was zum Gespräch zu sagen? Also ich... Nee, aber ich würde sagen, du sagst jetzt mal, wer du denkst, das hier ist. Wer das hier ist. Ach so. Ja, hast mich hier abgezogen gerade eben und jetzt... Sag doch Hallo! Ist ja gut. Ich sag, es ist... Weil wir hatten jetzt Claude, Annette und Shamir, ne? Ich sag, es ist Shamir. Ich sag Annette. Annette? Nein! Ich hab das verzögert gesehen, Leute. Ich wusste es. Oh, hi, Professor. Du siehst traurig aus oder ist etwas passiert? Beides eigentlich. Also ich würde jetzt... Kennst du das? So, die beiden Aussagen, die du hier bekommst, du würdest einfach beide Aussagen in einem Satz sagen, so... Du siehst traurig aus, ist etwas passiert? Verstehst du, was ich meine? Aber ich glaube, ich würde weniger du siehst traurig aus sagen, sondern ist etwas passiert. Weil das klingt so, oha, er weiß, was gerade in mir abgeht und sowas, weißt du? Ja. Weil traurig haut so eher in die Emotionen rein und wir wollen ja nicht zu weit in die Emotionen reinstechen, weißt du? Ist etwas passiert? Do you remember what we talked about before? About doing my best to not do my best? Well, I've been pretty busy recently, and despite my best efforts, I've been trying way too hard. I was busy all day yesterday with training and work. I just couldn't help myself. That's why I decided to take a day off today. It's just, now that I have a day off, I don't know what to do with myself. Please, you have to help me. What should I do? Nichts oder nicht schlafen. Aber ich kenne das. Ich hatte, als ich von der Arbeit Urlaub hatte, Ja. ich hatte einfach nichts zu tun. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Alle meine Freunde waren arbeiten, wussten nicht, was ich machen soll. Du warst arbeiten. Hab ich einfach zu Hause gechillt und hab rumgegammelt. Ich habe sogar ein Buch gelesen. Das tust du ja so selten. Was für ein Buch? Lustiges Taschenbuch oder was? Nein. So ein richtiges lyrisches Buch? Ich hab mir so ein Historienbuch angeguckt, so über Geschichten. Ja, okay, so Geschichte, ne? Ja, das ist ja dein Zeug, Das stimmt. ist so mein Ding. Ich bin jetzt mal so fies und sage nichts. I can't relax if I'm doing nothing. I need something to keep me occupied or I'll go nuts. I'm sorry, but I don't think I'm cut out for not doing my best. Oh! You're a professor. You must know some secret technique for deep relaxation, right? If you do, please teach me. I'm begging you. I'm at my wit's end. Trink eine Tasse Tee, ist etwas Süßes. Mach 50 Liegestütze. Oh, dann bist du auf jeden Fall kaputt. Kannst du schlafen gehen. Guck dir Memes an. Genau, guck dir Memes an. Ja, Sinister, du kennst mich. Was würde ich jetzt von den beiden sagen? Eine Tasse Tee. Trink eine Tasse Tee. Got it. I'll try that right now. Und isst dabei was Süßes. This Genau. candy is so sweet and delicious. And it goes
do so well with piping hot tea. Ja, guck, ich wusste es. Ooh, and speaking of the tea, your brewing skills are incredible. I'd love to be able to make such nice tea, but... Oh, Professor, will you teach me how to brew tea like this? I'll do my best to learn, and then I'll make delicious tea for you as thanks. Oha. Was? Dein Bestes geben? Habe ich das wieder richtig gehört? Aber by the way, Leute, Fun Fact, Mikâil macht auch den besten Tee der ganzen Welt. Dankeschön, Bruder. Auch wenn ich ihn selten mache, ne? Aber wenn du es mal machst, oh. Komm du her, besuch du mich mal wieder, dann kriegst du einen schönen Tee, glaub mir. Och, aber jeden Abend bitte. Jeden Abend, Bruder, jeden Abend. Ich werde jeden Abend den schönsten, leckersten Tee machen, den du je getrunken hast. Oh mein Gott. Und dann sitzen wir und dann zocken wir, keine Ahnung, Smash Bros. Oder wir spielen Fire Emblem einfach aus oder, Dollerei oder so. Oder wir machen Trophäensammlung in Kingdom Hearts. Just like old times. Ah. Dein Bestes geben? Oh, sorry. Back to my old tricks, it seems. So, why is it so difficult to not do my best? I try and try to not try, but it just doesn't work. Sei einfach du selbst. Professor? You're right. Doing nothing is just not my style. To be myself, I've got to do my best every day. Richtig so. Okay. Then you really must teach me how to make such delicious tea. You will, won't you? Please. Oh, and also, well, thank you. Also Nistra, soll ich dir dann auch beibringen, wie man so einen richtig epischen Tee macht, oder was? Nö. Ich kann das selber. Ja, du musst das aber für deine Familie und deine Nachfahren und so. Das ist alles Skill, die du anlernen musst. Die sollen meinen Tee trinken. Mein Rezept. Ob der Scheiße schmeckt oder nicht. Ja, ob der Scheiße schmeckt oder nicht. Das ist unser Familienrezept. You've listened to me and helped me face my troubles. Now I feel like I can talk to you about anything. Honestly, I wish we could go on drinking tea like this forever. Sinistra, ich wünschte, wir könnten auch die ganze Zeit zusammensitzen und Tee trinken. Einfach nur Tee trinken. Leute, die beste Date-Idee, trifft euch mit dem Mädel, geht zu euch nach Hause mit und euren Eltern zusammen und mach ihr den besten Tee, den du je in deinem Leben gemacht hast, und sie wird einfach deine Wife. Instant. 40%ige Chance, dass sie es schafft. Unter der Hälfte. Es ist aber besser als die 20%, die ihr sonst immer macht, ne Leute? Ja, ich hab euch im Auge. Einfach doppelte Chance zu gewinnen. Vertraut mir. Ich fand, das war ein wunderschönes Gespräch. Fand ich auch. Auch. Richtig entspannt. Aber da hat man gemerkt, ne, sie hat ein bisschen Crush auf dich, ne, so ein bisschen. Ja, vielleicht so ein bisschen, aber ich auch Ja, bei ihr. so ein bisschen. Ich weiß ja nicht. Okay, gehen wir hoch zum Dom oder gehen wir nach unten? Ich mache den Dom immer als letztes. Okay. Deswegen So, machen wir den entweder Dom ist jetzt als erstes. Okay. Also entweder ist es Claude oder ist es Shamir. Ich bin echt gespannt. Was glaubst du? Ich sag, es ist Shamir. Claude. Ja, das war so klar, ey. Aber ich glaube, du hast recht. Tor, öffnen Sie sich. Open the door. To darkness. Bitte. Claude, komm schon. Bitte. Lass mich nicht im Stich. Nein! Ich bin der Beste! Okay, Shamir. Thanks for your help out there. Battles tend to go smoother with you around. Warte, was? Danke für deine Hilfe da draußen. Wenn du dabei bist, laufen Kämpfe viel glatter. Glatter? Fragezeichen. Das geht auch für dich. I think you did most of the heavy lifting. It may be unwise to think this way on the battlefield, but I feel I can trust your commands without question. Oh.
Und warum oder mir unterlaufen auch noch Fehler? Sie hat das Gefühl, dass sie sich auf meine Befehle ohne Zweifel vertrauen kann. Aber ich muss einfach jetzt mal ernst sein und sagen, ich bin auch nur ein Mensch, mir unterlaufen auch noch Fehler. Don't we all? But, judging by the results of our recent battles, you're clearly good at this. I've also noticed that you've been putting me in more precarious situations lately. Almost like you know I won't question your orders. Wie sie da sogar fast recht hat. Alter, die Fragen sind echt ein bisschen schwer. Ich würde sagen, ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Weil du wirst nicht aufhören, sie in prekäre Lagen zu schicken, Mikâil, ne? Also da müssen wir uns ehrlich sein. Da sollen wir schon mal sagen, dass wir uns auf sie verlassen. Nicht Entschuldigung nochmal sie dahin schicken, ne? Das geht gar nicht. Ja, okay. Ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann. Huh. I'm glad you trust me to get the job done, but still. I knew you were doing it on purpose. You're in a very important position now that you're leading the charge against the Empire. Funny to think you used to just teach at the Officers' Academy. Your old students still call you Professor. That's no title for the commander of an army. Es schadet ja nicht, oder mir gefällt's? Ja, gibst du, die gefällt's doch auch, Mikâil. Ja, mir gefällt's. Ja, mir gefällt's auch, wenn man Alter. mich Mikâil Jordan nennt, ne, genau. Aber Oberstbefehlshaber wäre natürlich besser, ne? Oberstfeldwebel, Alter. Mir gefällt's. You'll always be their professor, huh? You sure are an interesting one. My people lost the war, and I was left to wander Fódlan alone. But I guess meeting you was my prize. You look confused. Did you not know any of this? I was living in my homeland of Dagda, up until the Imperial Army destroyed it 10 years ago. But being a mercenary, I have no real allegiance. That's why I'm working here now. Don't worry, though. I don't plan to turn on you. Danke. Okay. Sollen wir auch dein Magister werden? Bruder, bitte sag nicht das Wort Magister, ich hasse es. Bitte! Das ist das behindertste Wort. Ich kann Artikel nicht, ich sag's dir, ich hasse Artikel. Bitte! Für die Leute, die es nicht wissen, Guckt euch Jack 2 an. genau, wenn wir bitte so komisch betonen, dann ist das ein Meme. Ey, da war sogar Claude. Bitte! Bitte! Ich find das so Hammer, ey. Okay, der Beste kommt zum Schluss, ne, Claude. Let's go. Sehe ich das richtig? Ich kann von meinen Schülern unterrichtet werden? Tatsächlich, Alter. Schau dir das an. Ja, Die haben da all diese Sanduhr da. die sind jetzt die heftigsten Motherfucker, die es gibt. Wow, meine Schüler sind echt erwachsen geworden. Wie schnell, so schnell vergeht die Zeit. Ja, ich kann das nicht mal mehr aussprechen, Alter. Wie heißt das nochmal? Was denn? Wenn die Zeit so schnell zu Ende geht. Sie werden so schnell erwachsen, so. Genau, das. Verdammt, Ich liebe den Kerl. Welch Freude. Es Das ist mein wäre bester Bro. denn schade, wenn er sterben würde. Ja, und dann übernimmt irgendwer anderes seinen Job und du wirst es nicht mal merken. Oha, wie du sogar vielleicht recht hast, ey, von Assi. Ich hab nicht vielleicht recht, ich habe recht. Oder er hat nur Wachdienst die ganze Zeit. Glaube ich, aber eher weniger. So, Leute, jetzt kommt Claude und Claude liegt mir sehr stark am Herzen, deswegen hoffe ich auf ein wunderschönes Gespräch. Let's go. Oh, hey there. What are you doing up at this hour? Ich konnte nicht schlafen. Der Typ hat so Drip, ne? Ich könnte nicht das gleiche fragen. Man bringt mich nicht zum Lachen. Es ist ihr erstes Gespräch jetzt. Aber ich gebe zu, er hat Drip. Ich konnte nicht schlafen. Ich könnte nicht das gleiche fragen. Ja, ich frag dich auch das gleiche. Was machst du hier? My brain's just busy.
thoughts keep going around and around in there, and meanwhile my eyes are wide open. At times like this, I like to gaze up at the stars to clear my head. I've been that way since I was a kid. Looking up at the big starry sky makes my dreams feel small, which makes it feel like I can actually make them come true. I didn't believe in gods when I was a kid. Maybe that's because the night sky took their place for me. Hey, Teach, will you talk with me a while? I bet you figured this out, but I wasn't born in Fódlan. Where I come from, the people of Fódlan are looked down on as cowards. Technically, that cowardice runs in my veins. On my mother's side, anyway. That's why the people who were around me when I was growing up thought of me as an outsider. But I don't believe the people of Fódlan are cowards. That kind of perspective is just based on ignorance. The person from Fódlan who I know best is my mother. She fell in love with a man from the wrong side of the border and had the guts to leave home to pursue that love. I always threw that in the faces of anyone who tried to make a fool of me. My mother is proof the people of Fódlan aren't all cowards. Just saying that doesn't achieve anything, though. I need to destroy the prejudices that have taken root in my homeland. That's why I came here, to see Fódlan with my own eyes. I thought I might be able to find a new perspective that could help me change things. And what did I find? That the people here view anyone who's an outsider as a beast of sorts. I was shocked. Even though our cultures and beliefs are completely different, our two lands have that much in common. That's when I realized the only way to change things is to bring the whole world together and start anew. That's the dream I've been working towards since I first entered the Officers Academy 5 years ago. To unify the Alliance, and then all of Fódlan, and to bring a new set of values to this new land of mine. After that, I'd expand that vision to the rest of the world, break down the walls, and let a new perspective come rushing in. Start all over. Do you think that's just a crazy pipe dream, or a brilliant ambition? Boah. Ja, dazu kann ich erstmal sagen, da hat ja jetzt Edelgards Krieg alles zerstört, was Claude erreichen wollte. Basically. Was hast du dazu zu sagen? Erstmal wollte ich sagen, dass die Mucke richtig geil ist. Ja, finde ich auch. Und zweitens fand ich Hey Teach voll witzig. Stimmt. Aber ich mag es ja, so genannt zu werden. Ich finde aber, Claudes Traum oder seine Idee ist eigentlich ziemlich gut. Also die gefällt mir richtig gut. Aber die Umstände sind halt echt nicht wirklich gut. Seine Ideen sind gut, aber die Umstände sind nicht wirklich gut. Wir müssen ihm helfen, um das zu bauen, was für die Menschheit am besten ist. Ja, jetzt vor allem wegen dem Krieg. Kannst du das Luftschloss in der Realität erbauen? Kannst du die Utopie Wirklichkeit werden lassen? Glaubst du, das alles ist nur eine Art Luftschloss? Oder etwa wirklich eine wegweisende Utopie? Kannst du das Luftschloss in die Realität einbauen? Kannst du die Utopie Wirklichkeit werden lassen? Alter, ich weiß nicht, was soll ich sagen? Ich würde, glaube ich, ihn selber fragen, ob er es kann. Das ist das Zweite. Ja, machen wir das. Kannst du die Utopie Wirklichkeit werden lassen? Not too long ago, I would have said it was too much for me to accomplish on my own. But that's not how I feel anymore. And that's because I have you on my side now. Lately, I've spent a lot of time thinking about how I wouldn't have made it this far without you. You and me, Teach. We can go anywhere. Do anything. I hope that you always walk in step with me. At least, until the day comes when we can look out at the peaceful world we've built. Together. Wie immer auf seinem Bild ein Auge zu ist, einfach. Ja. Er flirtet einfach mit der Dicke. Aber diese Bro-Homie-Flirt. Ja, das war... Ich werde immer an deiner Seite sein, Claude, da kannst du Gift drauf nehmen. Claude ist unser Homie. So, wir haben aber noch ein paar Gespräche, bevor wir den Part beenden, ne? Nicht viele, aber wir haben noch ein paar. So, Claude mit Hilda auf A. Let's go.
I feel like I'm drowning in responsibilities. Claude, take my mind off it all. Regale me with another of your weird childhood stories. Okay, then. How about an old story from a foreign land that my dad told me when I was a kid? Once upon a time, there was a white camel that got separated from his herd. I'm so happy for that white camel. I really thought he was gonna die. Was that story really worth bawling your eyes out over? It was wonderful. Don't you know how moving that story is? You know, I never thought much of it until today. But seeing you bawling like that, I do appreciate it a little more now. What's that mean? Well, you're always fake crying, aren't you? Getting all misty-eyed to make people think you're a delicate flower. Oh, What? You're Oh, awful. I only cry when I'm sad. Claim what you like, but I can spot real tears from fake tears any day of the week. Fess up. If you understand me so well, maybe it's because you're no different. How's that? When you smile or laugh, it's not sincere. I can tell. I've only seen you genuinely smile a handful of times. Like when you're talking to the professor. oh. Wow, good one, Hilda. You hit me right in the gut. I guess you're right. I'm not so different from you in that way. But how did you come to realize that? Have you been watching me that closely? I'm afraid so. My eyes seem to wander toward you of their own accord. What? Hold on. Forget I said that. Nope, no can do. Forgetting isn't something this crafty brain of mine is capable of. Besides, my eyes have a tendency to wander in your direction too. How else do you think I found out about your fake crying? Einfach Confession, Junge, was ist hier What los? are you getting at? Say, Hilda, once everything's settled down, do you want to come meet my parents? Oh, I mean, don't tschüss. get the wrong idea, you just seem interested in my family. Besides, you've opened up to me quite a bit, but I still haven't let you in on my own secrets. If you meet my parents, I think you'll understand, though it might come as a bit of a surprise. Your family? I'd be lying if I said I wasn't curious. Well then, if neither of us changes our minds before the opportunity presents itself, let's agree to go visit my home together. Although, if it's a long journey, my brother might not be too happy. True, that might be a tough nut to crack. As tough as Fódlan's locket. Nimmt den mit. Wie die beiden einfach sich gegenseitig geredet haben, so mit dem Fake Cry und dem Fake Laugh. Ja, was soll ich noch zu sagen? Keine Ahnung. Hast du irgendwas zu sagen? Sie sind füreinander gemacht. Ich glaube, das kann man so stehen lassen, ja. Mhm. Okay, hast du Bock? Auf welches Gespräch möchtest du als nächstes sehen? Wir haben hier Claude, Lorenz, Oh, Maren, ich hab nochmal Bock Hilda. auf Hilda nochmal. Okay, mit? Oh, mit mir. Aber geht nicht. Dann mit Lorenz, oder? Ja. Hilda mit Lorenz. Lawrence, look! What is it, Hilda? Ah, a letter from your brother? That's right. Though part of me thinks it's some stranger imitating my brother's handwriting. He's never given me this much praise. Hilda, you've learnt the value of persistence. You're really maturing, stuff like that. Usually his letters are like, I'm worried about you, and stop being so lazy. Since I have fought by your side, I can assure you that his praise is genuine and entirely deserved. I've written about fighting in plenty of letters. Why is he so gushy this time around? I would venture to guess that your depictions of battle are more passionate than before. It's no surprise that such authenticity would resonate with a veteran warrior like your brother. If that's true, I have you to thank. You've inspired me to throw myself into battle. Does everyone think I'm a tough warrior now? I don't want to be stuck with their high expectations. Would that be so terrible? You are gifted, you know. Not to say that your lackadaisical nature has failed to endear itself to me. I'll choose to take that as a compliment. Speaking of letters, did you keep your promise?
Did you, mention me? I did. I told my brother all about you. I said you were a uniquely gifted leader who could inspire people to be their best selves. And I said that you'll be a real asset to the Alliance. I also told him how I wished you could join our family. He responded that he'd be honored to call you his brother. Wow, Ach, krass. das ist krass. Truly? Oh, to have such a valiant brother would be beyond my wildest expectations. Lawrence? You know what I mean about you joining our family, right? I believe I do. And I confess, if I am correct, that the same thought has preoccupied me as well. But you must forgive me. Now is not the time. Before we can consider our own future, we must first end this war. We must secure a peaceful world. And if we do attain a peaceful world, then what? Come on! Just say it. As much as I'd like to grant that request, I cannot. This is something that will deeply affect our lives. It must be said at the proper time and place, with the most artfully chosen words, and the perfect offering. I am Lawrence Hellman Gloucester, after all. I'm not usually one for waiting around, but maybe I'll make an exception in his case. Okay. Ich bin sehr gespannt, was da in Zukunft passiert. Was ist da los, Alter? Claude wird einfach ersetzt. Ersetzt. Ja, du bist zwar der Heftigste, aber der Typ hier ist glamourös. Er hat mein Drip. Ja, wir wollen jetzt mal nicht so krass da noch reinreden. Wir werden sehen in Zukunft, was passiert. Du hast das Spiel ja durchgespielt, ne? Du weißt ja, was dann am Ende... Nee, ich habe keine Ahnung. Also, ich hab's vergessen. Achso. Weil wir kriegen doch bestimmt, wenn das Spiel durch ist, kriegen wir doch bestimmt noch irgendwas gesagt mit, ja, der und der Charakter hat das und das gemacht am Ende und bla bla bla. Michael, oder? dazu sag ich nichts. Okay, ist ja gut. Dazu sage ich So. nichts, Mann. Dann machen wir jetzt... Was für ein Gespräch? Jetzt bist du dran. Aber ich muss sagen, das Gespräch gerade eben war schon cool, aber auch ein bisschen sass. Ich will Annette als letztes haben. Dann machen wir jetzt... Nee, Marianne mit Lorenz. Ah, Marianne, I've been meaning to thank you. The books that you lent me have proved most fascinating. Would you permit me to offer you tea as a token of my gratitude? I'm a little busy right now. Maybe later tonight? Of course. I will look forward to it. Thank you for inviting me over. Certainly. Thank you for coming. Oh, and please, relax. This is no formal occasion. Oh, this tea tastes so good. Doesn't it just? This is my absolute favorite. I'm pleased you like it. This pastry may suit your palate also. It is commonly paired with this tea in my homeland. Ah, it's sweet. It complements the astringency of the tea. You have exquisite taste, and there is plenty more where that came from. We simply must do this again. You want to spend more time with me? Naturally. Well, that's... Actually, there's something I need to say. Yes? What is it? Was geht hier ab, Alter? I've been keeping this from you for a while. It's about my crest. It's just terrible. Please, that's quite enough. Oh, You're trembling. If uttering this secret hurts you, then I have no desire to hear it. it's just... Your smile is a greater gift to me than any truth. Whatever you have hitherto concealed, I am certain it is essential to you, and I do wish to know it. But not until the day arrives when you can tell me with a smile on your face. I am not the sort of man to prize my own knowledge over others' happiness, you know. Besides, the mystery is part of your charm. You're funny, Tschüss. Lawrence.
Digga, was geht mit Lorenz eigentlich ab, Alter? Your beauty Der has hat always den captivated, Riz. but that smile truly warms my W. heart. Riz. This is the first time I've smiled in so long, and I have your kindness to thank for that. As I've said, you are perfect just as you are. But I suppose I can take a little credit. Yes, your radiant smile shall illuminate all the world. With me by your side, you will not be able to help it. I'm looking forward to that. Oh Leute, aus Marian ist so eine wunderschöne Frau geworden, Mann. Lorenz, Alter. Was mit Lorenz abgeht, der hat Früher war er so ein arroganter Bastard und er jetzt hat einfach richtig ist Riz. er ein glamouröser Motherfucker einfach. Aber hey, ich habe jetzt echt keine Ahnung, was. Ich bin echt gespannt, so was passiert mit den ganzen Charakteren. So. Jeder will sich einfach gegenseitig jacksen. Oder nicht? Oh Mann. Aber das ist wie so eine Familie jetzt. Vielleicht müssen wir das auf eine anderen Sicht sehen. Ja. Vielleicht übertreiben wir. Vielleicht sind ja wir diejenigen, die übertreiben. Oh shit, Alter. Okay, letztes Gespräch für heute und dann endet der Part. Claude mit Annette. Let's go. Bismillah. Hi, Annette. Looks like some tasty food you've got there. Mind if I join you? Sure, but I'm finished eating. You're here late. Busy day? Very. I got caught up thinking about your song. I find it really makes the time fly. So you didn't manage to forget about that. I really wish you would. Alas, I cannot. That song is engraved on my soul. The lyrics, they echo in my brain, begging to be understood. Oha, Digga. Those words represent the cry of a poor soul who died in anguish. Is that it? That's it, isn't it? The cry of a poor soul? A land that's dark and frigidly cold. That could only mean the underworld. In my search for truth, I read up on the old rituals of the eastern regions of Fargus. Those who die with regret are thought to end up in an underworld of sorts. Somewhere cold, somewhere dark, somewhere creepy. To escape from their bitter limbo, they dig their way up through the earth, trying to find the surface, or the light, in other words. And so they creep about endlessly in the cold dirt of the underworld, clinging to their hopeless desire. Creepity creep, Annette. Creepity creep. So, was I right, or was I right? Okay. Ich und Sinister, wir unterhalten uns während den ganzen Gesprächen immer ab und zu, aber das schneide ich ja für euch alles raus. Aber hier müssen wir jetzt kurz etwas erzählen, weil was Sinister gerade gesagt hat, war einfach perfekt. Claude hat so viel Tiefe, ne? Der denkt über solche Sachen mal richtig viel nach. Das erinnert mich voll an dich, Alter. Danke, Digga. Aber genau so siehst du auch. Du siehst genauso aus wie Claude. Meinst du? Ja. Du hast nur mehr Bart. Tschüss. Und dann noch dieses Lied, was eigentlich total bescheuert ist. Er denkt sich da so komplett so, was er daran alles erzählt hat. Ich konnte nicht mehr, Alter. Ich meine, wenn du jetzt auf Verlauf gehst, guck mal, was dir hier alles erzählt, Mann. Kichadi. Ich finde das einfach eben schon, Annette denkt sich auch nur so, was zur Hölle. What? No, you're not even close. It wasn't supposed to be a dark and miserable song at all. Huh. Now that I think about it, the melody and dance didn't really match the weight of the lyrics. The lyrics are simply about seeds pushing out of the ground to become sweet little buds. They creep through the dirt until they find the light. The song just describes what it's like to be a budding flower. Damn, that is good stuff. Okay, maybe I read too much into it. Actually, now that you've explained, it really is a nice little song. Creepity creep, the gentle journey from the ground to the surface. I love it. Do you think it's embarrassing that I made up such a silly song? Not at all. Oh, but that reminds me. I was so inspired by Creepity Creep that I made up some lyrics of my own. I've been nonchalantly carrying them around with me, hoping to run into you. Would you mind taking a look? Oh, of course. Let's see here.
Walking with purpose and a steady stride, lively and bright and full of pride. Crying, laughing, and blazing ahead. Why worry about tomorrow? Let's eat instead. So, what would you say this song is about, Claude? Oh, Annette. Sweet Annette. This time it's your turn to decipher its meaning. Let me know when you've figured it out. Oh, shit. So. Damn. Das war echt... Und bei Claude muss es etwas richtig Deepes sein, das hast du verloren. Ja, also das musst du jetzt... Da musst du jetzt Jahre drüber nachdenken und dir hundertprozentig sicher sein, weil sonst ist Claude enttäuscht. Das war episch. Das war ein witziges Auch richtig Gespräch. geiles Gespräch, Mann. Diese ganzen Gespräche, die gefallen mir alle sehr. Es ist auch heftig zu sehen, dass die zwar immer noch so kindlich sind, also die haben dieses Kindliche immer noch bei sich, aber Ja. die sind, man sieht, dass die erwachsen geworden sind. Auch. Ja. Aber die haben immer noch dieses Kindliche immer noch in sich. Das finde ich schön. Okay, Leute, das war's dann für den Part. Ich bedanke mich bei Sinistra dafür, dass er sich hier mir angeschlossen hat und die Gespräche kommentiert hat. Immer Sehr, wieder sehr lieb. gerne. Ich folge dir in die Schlacht, ich folge dir zu Gesprächen, ich folge dir zu Beziehungsproblemen, ich folge dir zu allem. Ich wollte gerade was sagen, aber ich sag's dir off-cam. Haha, Leute. Nur für mich bestimmt. Genau. Okay, dann im nächsten Part gibt's die Klostererkundung. Ich freue mich schon drauf und ja, dann würde ich sagen, until next time, bleibt clean und Bleib clean. bis zum nächsten Mal. Ciao.